Hallöchen. Wir starten heute ein bisschen mit Blender. Ich möchte mich ein bisschen mehr beschäftigen mit unserem Charakter. Wir haben den ja schon mal zwischendurch gezeigt. Ähm, Ich zeige mal von der anderen Seite, dann sieht man ihn vollständig. Das soll ja ungefähr die Grundskizze sein, an die wir uns halten möchten. Ich habe es jetzt einmal versucht, im Blender auf nach einem Tutorial von YouTube das nachzustellen und bzw. zu bauen. Von der Figur her an sich ist es tatsächlich relativ gut geworden. Die Frage ist natürlich jetzt noch mit dem Kopf. Meiner Meinung nach passt das eher zu den Reptilienwesen, als dass ich das jetzt richtig hinbekommen habe, als Panda hinzukriegen. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Weil man sieht, habe ich jetzt hier den Mund schon generiert, gebaut. Ich werde mal kurz den wechseln, und zwar auf den Kopf, damit man ein bisschen was sieht. Zack. Ich schalte mal jetzt hier den Spielmodus aus, damit man auch sieht, was ich innen gebaut habe. Innen habe ich jetzt hier den Mundöffner gemacht, sodass wir da vielleicht noch eine kleine Zunge reinmachen können und die Zähnchen dazwischen, also das kleine Gebiss. Ja, eine kleine Lippe habe ich ihm hier jetzt noch hinzugefügt. Keine Ahnung, ob das notwendig ist oder nicht, aber es ist nicht verkehrt hinzubauen. Sieht jetzt ein bisschen gruselig aus. Ja, mir gefällt das Gesicht noch nicht ganz. Jetzt müssen wir sehen, ob es dann mit Farbe besser aussieht. Bisher ist es, ja, meiner Meinung nach, vor allem mit dem Glubschern, tatsächlich eher in die Richtung von einer Eidechse. Was schön geworden sind die Hände bisher. Hier, wie man sieht. Und den Ansatz des Handschuhs, den man da auch schon erkennen kann. Und die Schuhe, darum werde ich mich gleich kümmern. Wollte ich erstmal das Grundrezept vom Kopf hinkriegen. Lässt sich natürlich noch ein bisschen arbeiten. Mal schauen, wie wir dann die Ohren einfach da rausziehen. Ja, die müssen wir dann irgendwo abstecken. Dann machen wir uns gleich. Ich wollte jetzt erstmal die Augen haben, damit man ein bisschen Referenzspektrum, Referenzmuster hat. So, okay, das war jetzt zum Kopf. Jetzt war ich bei den Augen. This is pretty much all we're going to do for the eye. I don't need to model the eye at all. We'll cover So, wie putting the man hört, pupil gucke ich there mir when we währenddessen get to das vom Video materials. nochmal an. But I do want an eyelid, Die so Augen I'm hat just er going to jetzt rename hier this auch eye eingefügt. real Ich habe es mit quick einem for eyes. I'm going to come Mirror-Modifikator in here hinzugefügt. and select this front point right here and just hit Und Control plus on the numpad to expand the selection until we're halfway okay, er will das Augenlid right noch there, and hinzufügen. hit Shift D Das heißt, to bis zum duplicate like that. And with that still selected, hit P. Okay, das heißt, okay, wir gehen das jetzt genauso durch wie er. Wir wählen die Augen aus in den Objektbearbeitungsmodus. Er hat dazu, mal kurz reingehen. And apply the rotation, okay? Ja, das haben wir gemacht. Okay. Passt. Make sure to save occasionally. This is pretty much all we're going to do for the eye. I don't need to model the eye at all. We'll cover putting the pupil there when we get to materials. But I do want an eyelid, so I'm just going to rename this eye real quick, or eyes. I'm going to come in here and select this front point right here and just hit Control plus on the numpad to expand the selection until we're halfway. I'm going to rename this eye real quick, okay. or eyes. I'm going to come in here and select this front point right here and just hit Control plus on the numpad. Aha, okay, das hier ausgewählt. Steuerung. Und dann hat er Plus gedrückt, um das zu erweitern. Ah, sehr gut. Dann machen wir das genauso. Und dann hat er das bis zur Hälfte gemacht, sodass man dann Steuerung Plus, 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 das ist die Hälfte, würde ich sagen. Ja. To expand the selection until we're halfway the subdivision surface. Oh, jetzt bin ich zu weit gesprungen. You still can hit P and A right there and hit Shift D to duplicate. Okay. Zack, hier sind wir jetzt. Dann kurz mal hier rauf zoomen. Ja, das ist die Hälfte, genau. Like that. And with that still selected, hit P and separate it by selection right there. Okay, und jetzt Shift D. Nein.
Das hat nicht ganz geklappt, so wie es sein soll. Or eyes. Gucken, I'm gonna come in here haben and ist. select this front point right here and just hit Control plus on the numpad to expand the selection Okay, das haben wir until gemacht. we're halfway right there. Ja, And hit haben wir. Shift D to duplicate like that. And with that still selected, hit P and Shift D. Das ist nicht Duplicate. Shift D. Und dann P. Selection. Okay, das hat er jetzt gemacht. separate it by selection right there. So now we have two separate objects. Okay. And our eyelid is Ja, one. genau, das ist das, was wir wollten. Wir haben jetzt zwei Objekte. Das ist jetzt die Augen. So, das sind die Augen. Object right here. I'm just going to rename that lids for eyelids. And because the origin point is still in the center, when we rotate it, it'll just rotate right around our eye nice and cleanly. Okay. Sehr nett. And if we want, we can make it so it only rotates on the x-axis like this. And if you move these, you still can move them even though they're locked, but you can't when you're, when you hit R over here, right around our eye, nice and cleanly, okay? And if we want, we can make it so it... Okay, das sind die Augen. Brauchen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir hier. So. Jetzt könnten wir theoretisch, ja tatsächlich, aber das ist der Centerpunkt nicht so, wie er gesagt hat. Ja, der hat den ganz woanders gesetzt. Das ist nicht so schön. Warum hat er den da umgesetzt? Jetzt muss ich selber sehen, wo ich den hinpacke. Das ist ja natürlich... Das funktioniert zumindest, aber... Der Rotation Point. Jetzt muss ich jetzt mal rauskriegen, wie ich den setze. Ja, so. Nein. Wir müssen hier auf jeden Fall rein. Ups, das war nicht so gut. Das ist irgendwie nicht das, was ich will. Warum hat er den Rotation Point jetzt anders gesetzt? Das verstehe ich nicht ganz. Müssen wir das wahrscheinlich nochmal... Die Eyelids hier komplett löschen. So, fangen wir nochmal bei den Eyes an. Ja. So, ich habe den Center Point ausgewählt. Steuerung plus. Bis wir bei der Mitte angekommen sind, genau. Starts snapping, but it's snapping to expand the selection until we're halfway right there. And hit Shift D to duplicate like that. And with that still selected, hit P and separate it by selection right there. So now we have two separate objects and our eyelid is one object right here. I'm just going to rename that lids for eyelids. And because the origin point is still in the center, when we rotate it, it'll just rotate right. Ja, warum sagt er, das wäre in der Mitte? Das ist bei mir ja nicht der Fall.
Das ist jetzt echt ein bisschen seltsam. Warum? Da wäre der Punkt klar. Der setzt ihn automatisch da in der Mitte von dem Objekt. Das ist jetzt nicht so gut. Ähm... Hm, 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 hm. Okay. Shift D. Haben wir dann. Dann auf P. Auswahl. Nehmen wir die einfach nur so let's. So. Okay, und wenn ich jetzt Rotate sage, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt bei den Augen rein. All. Ja, das macht er nicht. Warum? Nee. Hatte ich den denn jetzt eingestellt? Ach, ich komme so durcheinander. Bei den anderen Objekten könnte ich das auch umeinstellen. So. Setzen wir das mal so hin. Okay. Sieht aus wie ein müdes Chamäleon. Irgendwie. Das packen wir alles unter Head. So, zack in Head rein. Lids kommt auch in Head rein. Zack. Und die Eyes auch in den Head. Zack, rein da. Okay. Around Das our jetzt mal eye, so. nice and cleanly, okay? Ja, zumindest If auf we der want, we gleichen can Stelle lassen. make it so it only rotates on the x-axis like this. And if you move these, you still can move them even though they're locked, but you can't. Warum hat der jetzt bei Transform was ganz anderes als ich? Das verstehe ich immer nicht ganz. Ach, vielleicht hat er... Ja, der ist bei... Nee, das da. Okay. Nee. Er hat ihn ganz woanders gesetzt. Ach, warum ist der jetzt da unten? Hm. When you're, you know, when you hit R over here. Ach, da muss ich jetzt tatsächlich mal jetzt gucken. Das nervt mich doch ein bisschen, wenn man das...
den Rotation Point bei einem Objekt setzt. Der Pivot Point, genau. So. Aha, okay. Hier Pivot Point. Nee, das ist aber doch nicht der Pivot Point. Jetzt muss ich mal gucken. Change Object Origins, ja, easy trick hier. Das wollte ich doch haben. Dann gucken wir da mal schnell rein. CG Essentials duck inside of like a cube, like this one. It initially comes in with an object origin, which is this little orange point right in the middle of your object. And so the object origin is basically the point around which you scale this box based on the central view. Is we want to have something that's probably more cursor, a bit annoying to do. And so what I found out earlier today is there's also an option under this little options drop down up here that allows us to transform your object origin. And so what that does is as soon as you check this box, so you click this little drop down and then you set object origin like this. So now if I was to tap G in order to move something. Aha, aha. Okay, damit kann ich setzen. Also unter Options, Origins. Und der sitzt da. Den wollen wir aber hier oben haben. Jawohl. Notice how now what's moving around is not the object itself, but rather the object origin. And so what that means is that I can rotate and I can also move. If I was to place that on this point and then I was to turn that back off, now if I was to scale this up, set on the wall, I don't have to mess around with the 3D about snapping lately, again because it's so important for precision. When you set your snapping to vertex, so if I was to turn this on and then move this, you can use this to snap your object. When you set your snapping to Okay, ja, damit. So, Snapping könnten wir machen, Kante. Und dann sagen wir Mittelwert, genau. Und wenn wir den jetzt sagen. Sollte eigentlich den Mittelwert haben. vertex. So if I was to turn this on. Achso, ich muss das anmachen, sonst bringt ja nichts. So. Also irgendwie hat er das auch noch nicht ganz. Warum klappt das nicht so? Then move. Wenn ich das auf Ecken mache, Punkte. Ah, okay. So müsste das jetzt genau in der Mitte sein. Ja, ein bisschen umständlich jetzt gewesen, aber das muss jetzt sein, wenn ich das jetzt umstelle. Mal gucken.
So, und jetzt das Objektbearbeiter. Das hier wollen wir ja. Ja, dann sieht das besser aus. Immer noch nicht komplett allein mit dem anderen Ding, aber ja. So. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, muss man auf die Hälfte. Zack. Aber das ist natürlich nicht so richtig. In der Mitte. So, genau. Na toll. Jetzt hat er natürlich Snapping an. Machen wir mal Volumen. Ja, das sollte in der Mitte sein, genau. Okay. Dann brauchen wir das auch nicht mehr. Gut zu wissen. See, I try to move it on the y-axis and the subdivision surface like that. And you can see we have a seam in here right now. You know, when you hit R over here, see, I try to move it on the y-axis and it doesn't move. I want this to have some thickness, so I'm gonna add a solidify in here. And I'm just gonna change the offset to 1, like that. And I'm gonna add in a subdivision surface to smooth it out a little right there. Okay. So now we can see this is looking... So, jetzt hat er noch was hinzugefügt. Can make it so it only rotates on the x-axis like this. And if you move these, you still can move them even though they're locked, but you can't when you're, you know, when you hit R over here. See, I try to move it on the y-axis and it doesn't move. I want this to have some thickness, so I'm going to add a solidify in here. And I'm just going to change the offset to 1, like that. And I'm going to add in a subdivision surface to smooth it out. So, okay, jetzt muss ich mal gucken, welche das ist. Ich habe jetzt auf Englisch 3D dimensionalisieren, würde ich sagen. Ja. Und dann hier machen wir den Versatz, genau. Das ist ein bisschen fett vielleicht. So, und dann fügen wir noch die Oberflächenteilung rein, damit es ein bisschen runder wirkt. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Aber der Versatz ist ein bisschen dick, glaube ich. So würde es reichen. Dass es direkt am Auge ist. Wenn wir es so machen, dann sieht man da kleine Einwölbung. Man will ja nicht, dass da eine Wimper reinkommt oder so. Nein, ist okay, wenn es ein bisschen ins Auge so reingeht. Ich denke, so sieht es ganz gut aus. So ein angepisstes Krokodil hier. Ja, was auch immer. Okay. So, haben wir das. Got a little right there. So now we can see this is looking like a decent eyelid. And I can just rotate this so it lines up with our reference pretty well. So I'm actually just going to change the offset so it goes into the eye slightly, like that. I think that's okay. So now we can focus on the hat right here. So to do that, I'm just going to select our head right here and go into edit mode. I'm going to do a similar thing the way we did with the eyelid. So I'm just going to select this top and start hitting Control plus to expand the selection. And when we get all the way right here to near where our hat is, I'm just going to Shift D to duplicate it, right click so it stays in the same spot, and then separate with P by selection right there. And once again, we have this second piece now. So I'm going to rename that to Kopf, also den Hut. Wir wollen ja ein bisschen voluminöser gut machen, aber das müssen wir mal schauen. Der kann ein bisschen, weiß ich nicht, machen wir den als Würfel und machen die unteren dann weg und dann Solidify. Vielleicht ist das ganz gut. Machen wir es als eigenes Objekt. Also hier haben wir jetzt die Augen, das sieht auch ganz okay aus. Bisschen gruselig und erschrocken, aber es geht immerhin schon. Noch nicht ganz wie das Vorbild, aber fehlen auch ein bisschen die Augenbrauen und ja, das muss ein bisschen kleiner sein alles. Die Schnauze muss kleiner sein. Ja, ich arbeite noch ein bisschen dran. Aber das könnte eben der Ex-Mensch dann erstmal sein. Die nicht ganz so breite Lippen haben hier. Das glaube ich, was hier bei unseren Charts haben wir das sicher bei den Bildern irgendwo noch. Hier Pictures, genau. Das könnte ja einer.
die Richtung gehen. Oder das endgültige Ergebnis hatten wir so, aber dann müssen die Lippen auch ein bisschen dicker sein. Das ist ähnlich wie in dem Video, was ich gesehen habe. Ich schiebe es mal kurz rüber, damit man besser sehen kann. Genau. So. So in die Richtung. Oh. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen kleinere Lippen. Das könnte eben ein Eidechsen-Typ sein oder so. Von den anderen Außenposten, von den anderen Städten. Ja. Erstmal okay. Fangen wir erstmal. So ist ein bisschen Erfahrung sammeln, passt schon. Okay. So, dann wollen wir dann noch was aufsetzen oder nicht? Ein Helm vielleicht? Ja. Den Helm gleich aufsetzen für die. Ja, könnte man machen. Dann müsste ich den hier auswählen. Dann gehen wir in den Bearbeitungsmodus. Setzen wir den Punkt aus und dann. Ja. Plus dem hier, glaube ich, noch. Dann müsste das mit dem Helm passen. Gucken wir nochmal ins Referenzbild. Ja, ja, könnte gehen. Das war jetzt nur von der Seite ungefähr grob gemacht. Okay, das könnte gehen. Wie man sieht, haben wir die Augen bei dem ja schon viel größer gemacht. Und die stechen hervor. Da ist der Kopf auch kleiner als das. Aber das ist... okay, dann haben wir den. Und dann hat er Shift D. An den Duplicate, genau. Rechte Maustaste, damit es wieder da kommt. Dann P für Auswahl. So, das ist nämlich dann der Head haben wir es hier. Das nennen wir jetzt Helmet. So. Der steht da drauf, genau. So, den könnten wir jetzt... Ja, wir müssen die Augen ein bisschen anders machen. Gucken, ob wir da eine Öffnung reinmachen. Aber es sieht irgendwie schon cool aus. So. Hälfte die Nase ist nur ein bisschen... Das kommt, wenn wir den jetzt nochmal... der ist jetzt mal fertig, genau. Und jetzt gucken wir uns den Helm an. Spiegeln ist an. Unterteilung ist auch an. Fügen wir nochmal so ein 3D-Dimensionalisierung hinzu. Ja, wahrscheinlich müssen wir... Was hat das gesetzt? Versatz minus 1. Ja, wir machen den größer. Auf 1. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur mit den Augen ein bisschen arbeiten. So, gehen wir mal in den Objektmodus. Die Dinger müssen ein bisschen nach vorne. Die Augen müssen ja abgedeckt sein. Dann packen wir das nämlich hier vor. Okay, genau. Den und den. So. Genau. So. Schön, dass ich muss mal hier die Transparenz ein bisschen anmachen. Ich brauche mich den und den auch noch. Damit es funktioniert, genau. So, jetzt nochmal und dann G. Ah, das ist ein bisschen zu doll. Mal Snapping aus. So. Ich ein bisschen höher. Die Augen kommen nicht durch. Okay. Schön zwischendurch speichern. Ja, aber das sieht gut aus. Jetzt müssen wir wahrscheinlich Subsurface machen, damit wir Subsurface Division. So, gucken wir mal.
So. Wir schalten erstmal kurz die Unterteilung aus. Damit man sieht, wie es dann... So, die Augen. Ich mach mal hier kurz doch an, aber das Spiegeln aus. Dann kann man hier wenigstens reingucken. Das heißt, wir brauchen hier ungefähr die Öffnung. Dann müssen wir da noch Kanten setzen. Hier auf jeden Fall. So, dann schalten wir hier auch mal die Unterteilung aus. So, dass man sieht. Okay, jetzt müssen wir noch hier eine Unterteilung. Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Dann hier oben muss ich einen Cut setzen, einfach nicht. So. Genau. So, das wäre jetzt die Öffnung, die wir dann haben. Gucken wir mal kurz, wie es weich aussieht. Ja, ist okay. Dann gucken wir mal, wie das jetzt... Also das soll die Öffnung sein. Wir machen da natürlich einen kleinen... So, das war... Was nehmen wir denn? Nee, das ist... Die Fläche wählen wir auch. Nein, was machst du denn hier? So, nehmen das und das. Und dann machen wir I. Genau. Das wird dann die Kante, die äußere. Das ist hier das, was nach innen weggeht. So. Genau. Die hier wird ein bisschen... Die hauen wir weg dann. Und die machen ein bisschen dicker. Dann sollte das eigentlich passen. So, wenn wir die Flächen jetzt entfernen. Ja. Ja, ungefähr. Passt das. Jetzt die Spiegel einschalten. Ja. Oder hätten wir das in der Mitte stehen lassen sollen? Oder breiter machen. Wir lassen es erstmal bei dem, würde ich sagen. So sieht es jetzt erstmal aus. Dann müssen wir mal kurz gucken, was wir... Was habe ich? Auswahlflächen hier. Den Punkt hier ein bisschen vielleicht runterschrauben. Oh, das wälzt sich nach innen. Hat auch was, aber das ist nicht das, was wir wollen. So. Okay, aber wir haben ja hier jetzt noch die äußeren Schichten. Dann nehmen wir den Loop. Nein. Ja, jetzt müsst ihr den haben. Den extruden wir nochmal. Yep, da müssen wir jetzt mal kurz schauen. Da müsste irgendwo eine Fläche sein, die da nicht hingehört. Diese hier. Fläche. So, dann sollte das auch wieder gut aussehen. Oder auch nicht. Das ist jetzt nicht so gut.
da müssen wir gucken nochmal. Was ist da passiert? Da müssen irgendwie Flächen entstanden sein. Wir machen das mal aus und machen das mal aus. Da ist hier eine Fläche, die nicht hin soll. Und hier eine Fläche, die nicht hin soll. Ja, passt, jetzt ist es richtig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir am unteren Rand auch nochmal so eine... Wenn wir die hier nehmen. Und dann... Na, genau, das führt einmal rum. Ach, ist recht, ich glaube, wenn wir einen Loop-Cut machen, einfach nur. Dann hier, ja, und den runtersetzen. So. Auf ungefähr hier. So. Wenn wir den jetzt nochmal per Fläche. Nein. Der macht jetzt mal die Flächen, die soll er aber natürlich nicht machen. Sonst müssen wir es manuell machen, das ist jetzt nicht so schlimm. Das und das. Gucken wir von oben. Extrude. Da sagen wir S. Ja, das geht eigentlich. Eigentlich ziemlich cool. Wenn wir jetzt von oben angucken und ein bisschen nachjustieren, hat das hier vorne auch. Also hat es einen Schirm leicht nach hinten gebogen, was eigentlich ziemlich cool aussieht, finde ich. So, hier vorne natürlich müssen wir wieder wegen den extra... Da habe ich, glaube ich, vielleicht eine Ecke verpasst. Zum Extruden. Okay. Z. Dann auf. Das ist okay. Z auf 0. Genau. Jetzt müssen wir nur die Fläche wieder entfernen. Nehmen wir den Duplikat. Genau, jetzt gucken wir mal, ob das behebt. Den Duplikat wieder einschalten. Ja, jawohl. Das sieht doch gut aus. Vielleicht hier hinten noch. Weil da eine Fläche ist, die auch noch wegmachen. Da müssen wir wieder den anfassen und auf X auf 0 setzen. So. Ja. Hinten ist ein bisschen länger als vorne. Sieht nach einem Helm aus, würde ich sagen. Eidechsen brauchen jetzt auch nicht wirklich was anderes. An Ohren oder so. Okay. Sieht
erstmal ganz okay aus. Vielleicht könnten wir hier noch 2 Nasenlöcher reinmachen, dass man die auch sieht. Beenden wir das mal. Der Helm ist auch in Ordnung. Gehen wir auf den Head nochmal. So, hier fehlen Nasenlöcher. Wie machen wir die am besten? Müssen wir wahrscheinlich eine Unterteilung machen. Na, dann machen wir nicht. Wir machen das nochmal ein. Zack, zack, zack und zack. Sieht nicht ganz so schön aus. Obwohl, wenn da die Nasenlöcher drin sind, leicht nach innen gewölbt, könnte realistischer wirken. Ja. So, und jetzt machen wir die Flächen. Die und die. Extrude. Und dann wollen wir das auf Y. Ja. Das passt doch. Würde ich mal sagen. Ist jetzt hat nichts mit unserem Figur zu tun, aber an sich sieht die Figur schon mal ganz gut aus, meiner Meinung nach. Ja, also den Ganzkörperanzug, das ist ja soweit in Ordnung. Wenn wir das hier eben angleichen, so könnte man natürlich noch ein paar Details am Helm anbringen. Aber so erstmal sieht es ganz gut aus. Nächster Punkt wären dann, glaube ich, die Stiefel. Die also hier hat er gemacht, das brauchen wir jetzt mal nicht. And it's not giving us cylinder. It'll Da just hat er kind noch of eine like Weste gemacht, die automatically machen wir ja bei dem smoother. anderen nicht. Die haben ihren Make sure you're in X-ray Ganzkörperanzug. mode away from each other like Das ist that, okay. and then Das kann ich dann verwenden, these, wenn ich wieder dazu komme. and add in a mirror modifier. And I want this also to be using the head as a mirror object. I try to keep those consistent if I can. And you can see when we move these closer, at some point they will kind of try to merge with each other. This might be more apparent if we're using the subdiv. At a certain point you can see they want to merge with each other. And I'll scale everything down on the X right. Okay, fangen wir da mal an. Das wird dann ein neues Objekt. Das ist dann unter dem Body. Ja, da müssen wir dann da eins hinzufügen. Wir gehen in den Objektmodus. Hinzufügen. Maschen und dann machen wir einen Würfel. Genau. So, gucken wir uns das von vorne an. Scalen den ein bisschen. Auf die Größe von irgendwelchen Schuhen. X. So. Noch ein bisschen kleiner. So, dann rufen wir den noch ein bisschen nach oben, dass er ungefähr am Boden ist. Ja. Und dann fügen wir da noch einen Mirror hinzu. Und den Origin nehmen wir dann mal. Na, komm. Wir wollen den Kopf nehmen, damit alles möglich einheitlich ist. Den Head, genau. So, dann ist das mal alles einheitlich. So, okay, sieht doch ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier noch hinzufügen, einen Modifikator und auch wieder Oberflächenteilung, genau. Die machen wir ein bisschen mehr. Ja, das passt
Okay, jetzt können wir die Größe auch ein bisschen anpassen. Muss ein bisschen dicker sein. Sollte nicht mergen. So. Ja, das passt doch. Okay. Right there. Look from the side. Select this face right here, this front face. I'm just gonna extrude this outward. Okay, like that. I'm gonna start adding some loop cuts. So. Guck mal die mal von der. Ach, jetzt bin ich schon gesprungen. Okay. So, die nehmen wir jetzt mal. Und dann den binden wir gleich mal um. Das sind die Shoes. So. Und Bearbeitungsmodus. So, jetzt wollen wir nochmal hier einmal teilen. Das können wir in der Mitte lassen. Dann nehmen wir die Front Face. Und extruden das. So. Ungefähr so. Ja. Bisschen groß, sieht fast aus wie ein Clown. Gucken wir mal. Erstmal so. I'm gonna extrude this outward. Okay, like that. I'm gonna start adding some loop cuts. Maybe one right here. And if you go into X-ray mode, you can start pushing this around from the side. Okay. It's looking Mal okay. einen Loop Cut rein. Na komm. Ja. Hier rein. Ja, damit es ein bisschen so ist. Ein bisschen bearbeiten. Richtig hier zum Durchsicht, sonst sehen wir es nicht. Runtergehen. Vielleicht müssen wir das hier ein bisschen flacher machen noch. Dass es ungefähr am Boden ist. Sieht ja fast aus wie Schuhe. Sind aber noch ein bisschen sehr dicht beieinander. Ein bisschen was auseinanderziehen. Genau. All right. I think this one I'm going to pull forward a little and I'm going to extrude a little more on the Y. And this is going to be our heel right here. So select these and pull them down. Okay. Just out a little. Scale that on the X. So we have a little heel right there. I'm just going to go back into object mode and put this a little over. Just because it's bothering me, it's not quite centered. So. Dann nehmen wir uns die Ecke da ein bisschen, damit es ein bisschen runter geht. So. Und Seite das ein bisschen. Diese Fläche. Ein bisschen kleiner werden. We can look from the top and change the profile. So I'm just going to hit slash on the numpad and that will hide everything except for this. And if Okay. Jetzt sieht man nur die Schuhe. Das ist auch was Cooles. Okay.
man den, das mit diesem Slash, dann kommt man wieder rein. Aha, okay. So, dann haben wir nur die Schuhe im Blick. If you want to get back out, you just hit that same button, okay? Then I'm just going to scale this out a little on the X so it gets a little wider at the toe. Mhm. Wollen wir das ein bisschen weiter haben oder nicht? Von oben an. Das sieht jetzt irgendwie eine Wurst aus. Ein bisschen nach Schuh muss es aussehen. Das ist ja tatsächlich ein bisschen doof. Was nehmen wir denn da? Da. Die X. Hier ein bisschen breiter werden. Vielleicht auch. Nicht zu weit, sonst kommen die ineinander. Ich muss generell den Schuh ein bisschen beiseite schieben, dann kann ich den nachher. Da er ja sowieso ein bisschen gedreht ist, die stehen ja nicht gerade komplett. Dann nochmal ein bisschen andrehen. Dann treffen die sich auch nicht. Ja. Gut, guck ich mal so. Sage ich mal Objektmodus, sage G. Bisschen weiter auseinander. Auf X. So soll das passen. Okay, gucken wir mal von oben. Zack. Die Lasche hier auch ein bisschen breiter machen. Ja, okay. So, das sieht aber ganz okay aus. So this part, I'm actually going to extrude it up very slightly, okay? Right there. And then I'm going to delete Also this ja richtige face. Stiefel You can see it werden. opens up right here, okay? So I want to scale these. Also werden wir mal die obere Fläche hier, die ich jetzt so gemacht habe, ein bisschen runtersetzen. Ja, dann nochmal extruden. Nochmal richtig dicke Stiefel. Ja, vielleicht. Okay. And select this top loop right here. Actually, not the top loop, just the front one right here. I'm going to use this to extrude the tongue, okay? Add in a little loop right there. And Die Zunge kann man jetzt nochmal formen. Okay. So. Dann nehmen wir nur die Kante hier. Extruden die. Wie das da auf der Ecke rausgeht. and like that. Okay. And you can see we don't have any thickness, so we need to add in our solidify like that. I'm just going to put that. Okay. Das ist trotzdem ein bisschen hart, die Kante dort, warum auch immer. Müssen wir die Linie mal nehmen und die ein bisschen so scalen. Damit es nicht ganz so hart aussieht. Und dann von der Seite die. Kann man eigentlich lassen und dann die aber ein bisschen. Geht. Dann fügen wir da noch einen Modifikator
Operator hinzu, und zwar den Volumen. Wo haben wir ihn denn? Dreidimensionalisieren, genau. Versatz minus machen wir natürlich auf plus 1. Das hat er jetzt bei mir nicht ganz so gemacht, wie er soll. Die sind nicht gerade dick. Ah, hier haben wir ein bisschen was. So. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Versatz brauchen wir jetzt nicht machen, aber die Dicke haben wir ein bisschen gemacht. Okay, jetzt schauen wir das mal aus. Okay, das sieht doch schon ein bisschen nach Stiefeln aus. That again before our subdivision surface. Aber er hat noch was anderes gemacht hier. Da fehlte irgendwo ein Schritt, den habe ich übersehen. Ich glaube, diese hier komplett entfernt. Select these edges right here, and this is going to be the other part of our shoe. Ich verstehe jetzt nicht, warum er dann die Unterteilung bei mir jetzt nicht so viel macht. 3 reicht ja eigentlich, aber. I don't know what you would call that. It's like a cuff, I guess. So extrude that up like here, and now we're starting to get that like classic high top kind of look right there. Gonna do a similar. Okay, dann extruden wir jetzt nochmal die Linien. Ne, wir wollen ja nur die und die. Extrude. So. Ja. Das geht schon. Similar thing that I did with the collar, and I'm gonna extrude this and then scale it outward to create that little lip right here, and then Okay. Extrude. Scale. Ohne B. So, da haben wir einen kleinen Überstand. extrude it downward on the z-axis. Okay, und dann nochmal nach unten extruden. Extrude auf Z. So.
das sieht doch echt nice aus. Hier berühren sie sich ein bisschen. Die oberen ein bisschen runter skalieren. Kurz aus. Noch ein bisschen verschieben alles. Ja, sehen doch eigentlich ganz hübsch aus, würde ich sagen. Okay. Schöne Schuhe. So, was haben wir denn noch für schöne Sachen, die wir jetzt machen können mit dem Schuh? Like that, okay. And Achso, then we die can just, Sohle ein bisschen. you know, fine tune this. Das hat er dann hier unten nochmal eine Kante gezogen, soweit ich das weiß. Gleich nochmal Du gucken. liebst Grafik Ein und Design. Video dazu springen, wo er das gemacht hat. Cool. Sharpen it, because I want the Ja, top da war es. crease up there. So Okay, das I'll line it up with this ridge that we have right here. Select this loop right here and hit Alt-E to extrude the face along normals right there. Okay. Loop right here, right there. And I'm going to scale that on the Z by 0 to flatten it out. Okay, der hat tatsächlich so. Zack. I want this to be sharp. I'm going to So, dann haben wir dann von der Seite Loop Cut, das und dann Scale, Sie 0, genau. Dann ziehen wir den ein bisschen raus. Ja. Passt. Und jetzt nehmen wir uns den Loop Cut für den unteren Bereich. So, hat er das. Einmal rundherum, genau. Jetzt extruden wir das. So, wie hat er das jetzt gemacht? scale that on the Z by 0 to flatten it out so it's completely flat. I'm just going to line it up with this ridge that we have right here. Select this loop right here and hit Alt-E to extrude the face along. Aha. Alt-I. Ah, da haben wir schön die Sohle. Okay. So. Fette Sohle. Ja. Normals right there. I'm just gonna bring it out very slightly, like this. Okay. And I want this to be sharp, so I'm going to Sieht aber grab schon this sharp loop right aus here hier, with finde ich. Alt and left click, and turn the crease up there. So now it is sharp. And I want the toe to have a little more character, so I think what I'm gonna do is add a loop right here, and just pull this around until I think it looks good. So, und das Maybe den, like this. I'll move this schon down. scharf, ja, das passt schon. Das ist dann die fette Sohle. It's looking all right. Ist noch ein bisschen So I schärfer just want to geworden. select these right here to see what it looks like when I sharpen it, because I want the toe cap to be kind of prominent right there. So that's looking okay. I think it might need to move in a little more. So I'll just create Mal another hier die loop Kante, right here, die ein like bisschen that. ausschärfen. And I'm gonna scale this part inward a little. No, I want the whole loop. Okay. Das ist jetzt scharf gemacht. And you aber can das just fällt you jetzt know, noch nicht tweak so this auf. however you want it. Muss man wahrscheinlich hier noch. Maybe make this a little wider right there. So, und dann nehmen wir das hier noch ein bisschen. Okay, I think that is looking pretty good. I don't know what happened, but our solidify went away.
I must have messed something up at some point right there. So we can just add that back in, move it before like that, and just change this to maybe like 0.03. Okay, cool. So now that we have this, we can turn the mirror modifier back on. And I'm just going to angle these out slightly, like that, on the Z, rotate it. Just line these up with the leg if they look like they're not in the right spot. And now we can work on the materials. So for this, I am using a palette that I made. And if you want to follow along exactly, you can download that palette for free on Gumroad. I'll have a link in the description. So, also bis fast die Knie kann es gehen, aber nicht weiter, würde ich sagen. Also die echt so riesig. Vielleicht muss man die Beine noch ein bisschen kleiner machen. Von der Figur her, von der Größe, glaube ich, passen die Schuhe. Dann sind die Beine aber noch ein bisschen zu fett. Machen wir die Beine noch ein bisschen kleiner vom Body. So. Ja, da habe ich jetzt das Spiegeln und Unterteilung. Okay. Ui, ein bisschen kleiner machen. So, gucken wir uns das mal so direkt an. Habe ich die Beine tatsächlich ein bisschen dick gemacht. Von vorne angucken und sagen, das sind die Unterschenkel. Hier ist ungefähr das Knie. Scale, sagen wir mal Scale nur auf X. Ah ja, da muss man natürlich, sonst bringt mir das nichts. So, Scale auf X. Hier. Scale den auch noch ein bisschen runter. Auch noch ein bisschen anzupassen. Okay. Okay, das funktioniert auch nicht so. Scale X. So. Scale Y. Bisschen ausgleichen wieder. Den oberen auch nochmal anpassen, damit es auch ein bisschen gleich ist. Vorne. Scale X. Und von der Seite. Okay. Er hat ein bisschen kräftige Oberschenkel. So, gucken wir uns das an mit den Schuhen. Immer noch immer noch fett. Zu fett, zu fett, zu fett, zu fett. Ja, in dem Beispiel, wenn man das kurz mal anguckt, das ist ja ziemlich leicht, ja. Sieht man das? Der hat ja ziemlich einheitlich kleine Beine genommen. Bei mir sollen die ja ein bisschen kräftiger wirken, die Leute.
Also muss es trotzdem noch dünner werden. Hm. So. Gucken wir mal. Einfach ein bisschen scannen und dann wieder in die Länge ziehen. Das geht doch. So. Okay, dann nehmen wir dich auch nochmal. Kann du, glaube ich, ein bisschen höher, ne? Mhm. Ah, ich mach mal für zu dicht, wenn ich das scale. Nee, Scale Y. Scale Y. Was ist das denn jetzt? Was habe ich jetzt hier gemacht? S. Ja. S. Y. Zack. Könnte fast passen. Aber nur fast. Muss noch ein bisschen austangieren, dass es ein bisschen nach rechts geht. Okay. So. Die gehen ja jetzt, wenn sie ein bisschen gescaled sind, halt ein bisschen rüber. So. Das jetzt noch ein bisschen rotaten. Rotate. Ja, das geht doch. Okay. Wieder anzeigen lassen. Ja. Dann nehmen wir uns die Shoes. Gucken uns das von vorne an. G. Ja, da kommt es noch ein bisschen raus. Ein bisschen dünner muss es. Mhm. Ein bisschen dünner. Okay. Damit es da nicht durchkommt. Gucken wir mal, wie wir das machen. Scale. So, dann wäre er im Schuh und dann machen wir nochmal ein Scale C. So, dann sehen wir ungefähr, was wir jetzt hier kleiner machen müssen. Ja, dann von der Seite auch nochmal gucken.
aus. Objektmodus gehen wir nochmal rein. Dann nehmen wir den hier. G. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die erste Figur, passt. Description, okay? So to do that, I'm just going to drag open a new window right here. You can just go to where two windows meet and drag down. And then up here, I'm going to change this to the UV editor right there. And you just want to hit open right here to add a new image. And you just want to navigate to wherever you saved the palette that you downloaded. So now we have our palette in here. You can just zoom in because it's a really small image. It's just 16 by 16 pixels, okay? And so now that we have this in here, we can, first of all, I'm going to select everything, make sure these are named shoes, and I'm going to put it Ja, da aus dem Fenster, anderes Fenster gemacht. Jetzt müssen wir kurz reinschauen. to the UV editor. Okay. Right there. And you just want to hit open right here to add a new image. And you just want to navigate to wherever you saved the palette that you downloaded. So now we have our palette in here. You can just zoom in. Okay, der hat eine Palette schon mal bereitgestellt. Gucken wir mal, ob ich das mal so schnell finde. Weg. Nee, das ist es nicht. Wo hat das eingepackt? And you just want to navigate to wherever you saved the palette that you downloaded. So now we have our palette in here. You can just zoom in. Okay, die hat eine Palette gemacht. Erstmal blende ich jetzt hier das Bild da unten aus. Das brauchen wir erstmal nicht. Dann sehen wir erstmal die Figur. Natürlich fehlt jetzt noch ein bisschen was. Das, was bei mir bei dem anderen ein Problem gemacht hat, war das Schwänzchen. Muss ich vielleicht hier nochmal als extra Objekt hinzufügen, damit es dann ordentlich aussieht. Aber so sieht erstmal die Figur erst okay aus, würde ich sagen. So, da ist der Mund, der lässt sich dann auch bewegen. Jetzt den rausschalten, dann sieht man den auch voll texturiert. So, jetzt wollte ich nur mal kurz diese. Er hat das eigentlich bereitgestellt. Guck ich mal nach einer Palette im Internet, einfach eine Farbpalette. Eine simple. Dann eher Color Palette. So, Palette. Genau. So, was nehmen wir denn da für eine? Er hat einfach eine 8-Bit genommen. Das geht auch hier, was ich jetzt rausgesucht habe. Packen wir es bei 3D-Models, Wizard, Pictures. Genau, da packen wir es rein. Speichern. Okay. Nehmen wir die einfach. Öffnen. Wo habe ich es jetzt gepackt? Pistone, Stones, 3D-Models. Pictures. Und da haben wir eine Color Palette. Genau. So.
das können wir dann verwenden, um ja, jetzt ihn einzufärben. Darum geht es jetzt gerade im nächsten Teil. Schauen wir mal rein, wie es jetzt weitergeht. And because it's a really small image, it's just 16 by 16 pixels, okay? And so now that we have this in here, we can, first of all, I'm going to select everything, make sure these are named shoes, and I'm going to put it in with the other ones and give that a save. And select everything and shade everything smooth, okay? And we need to actually add the material. We have our palette in here. You can just zoom in because it's a really small image. It's just 16 by 16 pixels, okay? And so now that we have this in here, we can, first of all, I'm going to select everything, make sure these are named shoes, and I'm going to put it in with the other ones and give that a save. And select everything and shade everything smooth, okay? And we need to... Okay. So, ja, damit es schön weich aussieht, genau. Also das sieht doch ganz gut aus. Okay. Actually add the material. So I'm gonna select the head and then hit A to select everything. You can see that the head is the one. Okay, den Kopf und dann A mit alles selected, ja, ist okay. It's actively selected, that's why it's a different color. You can go right here to the material properties. Material Properties gehen wir. And add a new material. New Material. Okay. I'm gonna go into the shading tab right here to set it up. Shading Tablet, um das aufzusetzen, okay. Okay, let's look in on our character right here. And you just want to Shift A, and I'm gonna search with S, and then add in an image texture. Bildtextur, genau. Right here. You can plug the color into the color Color and Base Color, zack. of this principled shader. And we already loaded our image in, so you can just press this right here and choose the palette. Okay, die Palette, okay. Okay. And you can see right here, it's kind of smooth, and I don't want that. Ja, What's doing that is this linear right here. You need to change that to closest, and it'll sharpen it out like that. I'm also going to Shift A and then S to add in a texture coordinate. And I just want to make this use das flat gemacht. So, das so wird wahrscheinlich das sein. the UVs. So drag that into the Texture Coordinate, okay. Nee, das war das Falsche. Shift A, suchen, Textur, Koordinaten, genau. So, die kommen dann von UV auf Vektor. Okay. the vector right there, and that's pretty much all we have to do to set this up, okay? If you do want to mess with the roughness, you totally can do that or change this around, but that's it. That's all I'm doing for right now. So let's go back into layout right here. Layout rein. And now that we have everything selected with our head as the active selection, you can hit Control L to link all of the materials. Okay. Okay. And you can see our body didn't change, and that's because our body was made using the skin modifier.
and everything else was using just a primitive that we brought in. And a lot of the primitives are unwrapped by default. So this one we just have to unwrap. So just select the body, hit tab to go into edit mode, select everything with A, and hit U, and just unwrap. And you can see this appeared over here, and that means that we successfully unwrapped it, okay? And when we go exit out, you can see the material is applied now. And so the basics of how this works, I'll show you with the head. If you click the head and hit tab to go into edit mode and select everything over here, you can see that we have our UVs over here, and you can hit A to... Okay. Bearbeitungsmodus. Sagen wir mal A. Jetzt hat man hier drüben das Ding, genau. Das kann man jetzt scalen. Scale. Was war das? Wie hat er das gemacht? Select everything over here also. And when we move it around, you can see over here that the colors are changing. All right, and if we scale this down small enough so that all of this fits into one color, we can use this to choose what color we want. And this makes it so you don't have to add like a million materials. You can just use one material for a lot of different things and have different colors. So to scale it down really small, you can just hit S for scale and then 0, and it just scales it. Okay. S und dann 0, okay. Und dann kann man hier die einzelnen Farben für den festlegen. Okay. Dann nehmen wir so ein dunkleres Grün hier. Ja. Das passt. Okay. Und wenn wir jetzt den Helm, da gucken wir mal rein. Ist 0. Okay. Und dann gehen wir den einen so gräulichen Touch, würde ich sagen. Warum da jetzt was fehlt, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt hat er alles. Scale 0. Okay. Jetzt haben wir es. Genau, da können wir so einen gräulichen Helm machen. Oder wenn man so einen schon kupferfarben orange. Ja. Machen wir jetzt mal den Helm mit ausblenden. Wir müssen ja die Augen ein bisschen machen. So, das ist okay. Jetzt selecten wir das. Okay, und dann machen wir Everything Scale 0. Passt. Und dann packen wir das auf ein schönes... Ne, auf die gleiche Farbe wie dem. Ein bisschen dunkler vielleicht, damit es ein bisschen hervorhebt. So. Oh, passt schon. Okay. Und jetzt können wir hier, da hat er da was Spezielles gemacht. Ah ne, wir sind jetzt noch da drin, wir müssen raus. Okay, und jetzt gehen wir wieder in den Objektmodus, wählen dann aber die Augen aus, weil das am einfachsten geht. So, Bearbeitungsmodus, und jetzt packen wir den in der Mitte rein und jetzt sagen wir, nee, Steuerung plus, genau. Und wie groß sollen die Augen werden? So reicht ein bisschen stechend. S0 passt. Dann sind die schwarz, genau. Jetzt nehmen wir die anderen. Down to like this little point, everything over here. E over here to move it around. Colors will just look a little more accurate. So next I want the Control Alt H, and that just unhides everything, okay? Next I am going to hide it. That way I can select our eyelid right here. And if you want it to be the same color as something else, you can just shift click
the other face that you want. So you can see over here, now we have our eyelid selected, which is white. Next, I am going to just... Okay, müssen wir aber erstmal alles machen. Scale 0. Nee, ich habe jetzt mal hier. Und S0. Genau. Und jetzt packen wir das auf den Weißton. Nicht ganz weiß. Vielleicht so ein bisschen gelblich Ton. Ja. Also einen gelblichen Ton. Genau. Und jetzt nehmen wir das. Steuerung Plus. Genau. Und dann sagen wir G und das packen wir auf Schwarz. Genau. Können auch noch eine Farbe drumherum machen, wenn wir nicht nur die Schwarz haben wollen, sondern so, dann nehmen wir das und sagen Loop. Genau, und da packen wir ja. Ein bisschen unterschiedlich? Ne, stimmt. Okay. Mhm. Ja, das passt. So, dann ist das beendet. Jetzt können wir jetzt bei den anderen mal reingehen. Welche nehmen wir dann? Nehmen wir uns die Schuhe vor. Die sehen ganz cool aus. So, dann nehmen wir die. Und in den Bearbeitungsmodus. Und bumm. Dass wir nur die Schuhe sehen. Okay. Hier All S 0. Dann packen wir das auf ein schönes Braun hier. Ja, ist okay. Dann wollen wir aber ein bisschen hervorheben. Dann nehmen wir uns diese. Genau. Die hier und. Na komm schon. Genau, so. Die Fußsohle vielleicht auch noch. So. Unten könnten wir nochmal anders machen. Aber erstmal das. Das wird auf schwarz vielleicht. Schwarz sieht ja ganz gut aus. Oh, habe ich hier eins vergessen? Blöd. Dann nehmen wir das. Nein, das und das. Hier unten ist es auch okay. Bis auf vielleicht. Doch, die sind doch alles. Ja. Ja, passt schon. Und dann machen wir die auch nochmal. Scale 0. Und G. Dahin. Genau. So, okay. Hier haben wir die Handschuhe. Das ist aber irgendwie noch nicht straff genug, aber da geht's.
Ja. Was haben wir da? So ein bräunlicher Ton. Handschuhe hatte ich freigelassen, aber Handschuhe sehen immer ganz gut aus, wenn wir die machen. Das ist schon so ein bräunlicher Ton. Vielleicht die Hände noch. Dann machen wir die Hände noch. So. Drüben fehlt noch eins. Den Loophole wollte ich jetzt gar nicht. Ach Mensch, jetzt hat er wieder einen Fehler gemacht. Hm. Och, das ist ja nicht ganz so einfach hier. So, fangen wir erstmal damit an. Ach, da haben wir noch gar nichts. Okay, jetzt hat er es abgewickelt, genau. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt, aber das müssen wir gleich ändern. So. Nehmen wir erstmal alles. Das moven wir dann auf dem. Da. So. Warum bist du andersfarbig? Ah, hat sich bewegt, deswegen. Geht aber ganz woanders. So, jetzt müsste es einheitlich sein, ja. Okay, jetzt können wir das per Loop machen. Nein, nein. Ja. So, da sind die Hände fast schon durch. So, jetzt sollte es aber funktionieren. Wenn ich das jetzt nochmal markiere. So. Sollte alles erwischt sein. Genau. Und dann könnte ich sagen, all S0 key S0 G und dann auf schwarz, genau. Zack.
oben das so andeuten. Nee, andersrum. So in der Art. Ah, nee, ist okay. Nur den Hals sollten wir vielleicht auch nochmal. Genau. Machen wir so. Bisschen kopfloser Reiter. So. Und die nehmen wir und packen den auf. Yes, 0. G. Und dann packen wir das auf das. Ah, ist nicht ganz die Farbe, aber passt. Okay. Jo. Ich denke mal, das sieht doch für den ersten Versuch damit aus ganz gut aus. Just hide. Werde ich nochmal weiter versuchen, andere probieren. Aber das sieht als erste Figur, also als Gegner vielleicht, ganz gut aus. Okay. Dann sage ich schon mal Tschüss und wünsche noch einen schönen Tag. Ja, das war's jetzt mal für mich. Und beim nächsten Mal werden wir uns mal eine andere Figur und vielleicht den Hauptcharakter dann mal gewagen. Oder kleine Monsterchen, die braucht man natürlich als erstes. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.